Hallo da draußen, es ist wieder Sonntag, heute der 7.5.2023. Wir heißen euch willkommen heute zum 12. Tag auf unserer kleinen Werft. Wir, das bin ich, Michael, und das klären... Brixi? Ja, Brixi, das ist mein Name, für den ich mich entschieden habe. Okay, das heißt, du brauchst gar keine Vorschläge mehr? Genau. Na dann. Brixi vom englischen Brick für Stein, Ziegelstein, nur noch SI hinten dran? Nee, mit XY, also Brixi. Naja, da hört man beim Sprechen jetzt nicht gerade einen Unterschied, ob SI oder XY. Wenn man ganz genau hinhört, schon. Okay. Findest du nicht, dass sich der Name etwas weiblich anhört? Daher ja das Y am Ende und kein I. Ja. Aber so ganz nebenbei, deine Stimme klingt ja schon etwas weiblich. Der hat hier eine weibliche Stimme. Okay, dann also Brixi. Dann wäre das ja geklärt. Können wir dann loslegen? Moment. Oh nein, nicht das schon wieder. Jedes Mal, wenn du Moment rufst, bekomme ich mittlerweile Angst. Stichwort transparent rot. Möchte da nur an das letzte Video erinnern. Ja, das war... Echt lustig. Aufpassen. Moment mal. Gleich wieder da. Wo bist du? Die Zuschauer warten. Bin gleich wieder da. Moment. So, was gibt es denn dieses Mal? Das brauchst du nicht. Sicher ist sicher. Ich habe gesehen, du hast bei Video 10 die Farbliste der Titanic als Download bereitgestellt und auch schon transparent rot ergänzt. Ja, dass deine Mühe nicht ganz umsonst war, die du dir da gemacht hast. So kann jeder, der Interesse dran hat, die Liste, diese Farbliste sich herunterladen und anschauen, nutzen, was auch immer. Dankeschön. Ja, und ich habe die Liste jetzt erweitert um die Anzahl der verschiedenen Steine je Farbe. Oh, okay. Da hast du dir, denke ich, aber wieder ganz schön viel Arbeit gemacht, um das zu ermitteln. Darauf kannst du einlassen. Darauf hätte ich wetten können, dass dieser Satz jetzt wieder kommt. Okay, dann werde ich auch diese Liste wieder als Download zur Verfügung stellen. Wer Interesse dran hat, dann bei diesem Video in der Videobeschreibung. Danke. Gut, schauen wir mal, also wie man sieht, weiß, schwarz und neu-hellgrau, ja, mit deutlichem Abstand, 100 oder über 100 verschiedene Steine. Keine so große Überraschung, schwarz die eine Hälfte des Rumpfes, weiß, das kommt die kompletten Oberdecks und Aufbauten. Und das neu-hellgrau, wie man hier ja auch direkt sieht, im Innern sehr, sehr viel davon vertreten. Ja, und auch das Dunkelrot ist auch mit sehr vielen verschiedenen Steinen, wie man auf der Liste sieht, vertreten. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wenn es das war, können wir für heute dann jetzt loslegen.
Ja, weil wir haben einiges zu bauen. ich bin soweit. Ich ziehe mich allerdings wieder schnell um. Das ist sehr warm hier drunter und ich glaube auch die Geräuschkulisse, wenn ich mich bewege, ist das fürs Mikrofon nicht ganz so gut. Ich verlasse mich drauf, dass ich das Ding nicht mehr brauche. Bis gleich. Ja, das ist doch wieder jetzt deutlich angenehmer bei der Temperatur. Heute ist es nämlich sehr warm und unter diesem Regenponcho war es noch deutlich wärmer. Ja, kommen wir mal zum eigentlichen Thema für heute. Es geht heute endlich weiter mit den Tüten 38. Unsere Zuschauer erinnern sich, das Problem mit den fehlenden Steinen. Und schau mal, was vor 2 Tagen gekommen ist. Ja, ich habe noch nicht reingeschaut und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Na dann, aufmachen, los. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Guten Tag, Michael. Es tut uns leid, dass Ihr neues Lego-Set nicht in Ordnung war. Wir haben Ihnen beigelegt, was Sie brauchen. Der Bauspaß kann also weitergehen. Wir tun unser Bestes, damit unser Spielzeug perfekt ist. Wenn sich doch einmal ein Fehler einschleicht, nehmen wir das sehr ernst. Bei dieser Menge Spielzeug wird die Qualitätskontrolle zu einer riesigen Aufgabe. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Unsere Experten leisten oft richtige Detektivarbeit und deshalb haben wir Ihre sachdienlichen Hinweise an Sie weitergeleitet. Das hilft Ihnen dafür zu sorgen, dass der gleiche Fehler nicht wieder passiert. Bitte melden Sie sich wieder, wenn wir noch etwas für Sie tun können. Viel Spaß beim Bauen, Ihr Lego Kundenservice. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Kundenservice. Zum einen für die tolle Kommunikation und natürlich auch für die schnelle und prompte Reaktion. Die Steine kamen genau in dem angegebenen Zeitraum. Ja, die Platten, die gefehlt haben, die 2 beigefarbenen, die graue, die schwarze, die große schwarze und die kleine schwarze. Dann können wir loslegen. Die Schüsseln habe ich hier schon vorbereitet. Nach den Tüten 38 kommen wir dann heute zu den Tüten Nummer 40 auch. Beides jeweils im Heck. Bist du soweit, Brüxi? Dann legen wir los.
So, das waren, wie ich oben sehe, 154 Steine. Jetzt keine so ganz große Überraschung, genauso viele wie bei den Tüten 39, da ja beide Teilabschnitte identisch sind. Und damit ist auch hier auf der Backbordseite jetzt der Rumpf geschlossen. Gut, wir haben auch wieder zwei kleine Einser übrig. Stelle ich mal hier beiseite. Jetzt geht es gleich weiter mit den Tüten Nummer 40 und da kommt dann hier die nächste ebene Schicht darauf, um hier dann mit dem Rest des Schiffes gleichzuziehen. Du hast dieses Mal gar nicht nach dem komischen Licht gefragt. Ach, jetzt ist das also doch komisch. Nein, es ist nicht komisch. Gut, okay, dann bereite ich hier mal jetzt die Tüten 40 vor, beziehungsweise ausgepackt habe ich sie bereits und dann geht es gleich damit weiter. Was soll das? Was? Danke, wieder auf normal umstellen. So, ja, und jetzt lass bitte die Geschwindigkeit auf normal und gib schön und jetzt den Schalter bitte. Wo geht er jetzt hin? Was hat er jetzt wieder vor? Okay. Mit einem Laptop? Was heißt 8-mal? Gut, jetzt danke. Jetzt haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Könntest du jetzt bitte dann mir den Schalter wieder hier runter. Gut, jetzt haben wir wieder. Oh, was macht er jetzt? Oh! 0,5. Ja, hört sich auch wieder super an. Ja, und er lacht sich natürlich wieder tot und wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuschauer. Ich höre mich jetzt bestimmt ganz super an in halber Geschwindigkeit und ich glaube, das wird mir jetzt dann doch langsam zu blöd. Einen Moment. So. So. Schluss mit lustig. Das war's dann. So, keine Verbindung mehr. Schade. Ich fand's witzig. Ja, das ist mir klar, dass du das witzig fandest. Können wir dann jetzt wieder? Jederzeit. Ich bin bereit. Ja, gut. Jetzt muss ich über den Laptop gehen.
So. Ja, hier im Buch Nummer 3 auf der Seite 211 haben wir mal wieder einen kleinen historischen Fakt zur Titanic, nämlich, dass ihr ein Suchscheinwerfer fehlte und sie auch keine Lautsprecheranlage hatte für Durchsagen an die Passagiere. So, das waren die Tüten Nummer 40 mit wie vielen Steinen? 187, insgesamt 4151. Bald haben wir die Hälfte. Ja, da hast du recht. Wir nähern uns jetzt wirklich langsam der Hälfte von unseren 9090 Steinen. Und unser Rumpf, der schwarz-rote Rumpf, ist damit jetzt auch schon fast erledigt, fast fertig, bis auf ein paar wenige Lücken, die man hier noch so sieht. Und auch hier im Heck sind wir damit jetzt ziemlich weit vorangeschritten.
Die Heckspitze ist etwas luftig, aber ich glaube, das war jetzt nicht ganz so einfach oder ist nicht ganz so einfach, das wirklich 100% perfekt hinzubekommen. Wir haben auch wieder etwas übrig bei den Tüten 40, einen kleinen Einser. Beim nächsten Mal wandern wir wieder nach vorne zum Bug und wir kommen damit dann auch zum, sage ich mal, oberen Drittel unserer Titanic, zu den Oberdecks und Aufbauten. Da wird dann die Farbe Weiß und Beige die Hauptrolle spielen. Außerdem wird dann auch beim nächsten Mal wieder das Beleuchtungskit mit ins Spiel kommen, Game of Bricks. Und da sind dann das ein oder andere, was da mit verbaut wird. Unter anderem ja auch möchte ich die ein oder andere Idee aus einem dritten Beleuchtungskit mit hinzunehmen. Das wird auf jeden Fall interessant und ich befürchte auch ziemlich fummelig, was dann die Verkabelung betrifft. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Gut, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich natürlich noch die beiden Werte von heute hier auf der Schautafel eintragen. Das ist ein bisschen eng hier. Wir haben bei der 38 genauso wie bei der 39 die 154 und bei der 40 waren es 187. Ja, damit können wir für heute zum Ende kommen, außer von dir kommt jetzt wieder ein Moment. Nee, dieses Mal nicht. Uff, dann bin ich ja erleichtert. Oder doch? Was jetzt? Nein, eingelegt. Sehr witzig. Heute kannst du wieder die Verabschiedung machen. Bist ja wieder sauber. Erneut ganz dünnes Eis, mein Lieber. Ganz dünnes Eis. Okay, dann sagen wir, ich und Brüxi, Tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Mal.